Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie mit JTL Ameise Exportvorgänge steuern. Hierfür behandeln wir die Punkte CSV-Datei exportieren, Übersicht der CSV-Datei und Formatieren der CSV-Datei in Microsoft Excel. CSV-Datei exportieren. Mit JTL Ameise können wir schnell mehrere Artikel als CSV-Datei exportieren. CSV-Dateien sind tabellarisch strukturierte Dateien, die Sie einfach bearbeiten können, beispielsweise wenn Sie den Preis einer Artikelliste oder all Ihrer eBay bzw. Amazon-Angebote ändern möchten. Das Exportieren hat keine Auswirkungen auf Ihre Datenbank. Daher können Sie es bedenkenlos ausprobieren. Es lohnt sich. Nach dem Öffnen von JTL Ameise klicken wir auf die Schaltfläche Export und wählen dann unter Artikel Artikeldaten aus. Anschließend wählen wir durch einen Doppelklick die Felder aus, die wir exportieren möchten. Für unser Beispiel wählen wir aus der Unterteilung ID Spalten die Felder Artikelnummer und EAN Barcode, der Unterteilung Texte das Feld Artikelname und der Unterteilung Preise Steuer das Feld Standard VK Netto aus. Unter der Schaltfläche Filter konfigurieren hätten wir an dieser Stelle die Möglichkeit, unseren Export durch diverse Filtereinstellungen zu spezifizieren. Wegen dem Umfang dieses Themas behandeln wir diese Funktion in einem separaten Video. Unsere Auswahl beinhaltet nun die Felder, die wir ändern möchten. Wir empfehlen stets, nur die Felder zu exportieren, die Sie durch den Importprozess von JTL Ameise auch wirklich geändert sehen wollen. Hier in der Infokarte und unten in der Videobeschreibung können Sie sich die Playlist von JTL Ameise anschauen. Dort finden Sie auch Tutorials zum Thema Importieren mit JTL Ameise. Als nächstes klicken wir auf die Schaltfläche Export starten und darauf im Fenster Exportvorgang wiederholt auf Export starten. Wir speichern die CSV-Datei auf unserem Desktop. Da wir keinen Filter konfiguriert haben, exportiert JTL Ameise die von uns gerade bestimmten Felder von allen Artikeln unserer Datenbank. Übersicht der CSV-Datei. Aufgrund von häufigen Problemfällen empfehlen wir, Ihre CSV-Datei nicht mit Microsoft Excel zu bearbeiten. Der Grund ist, dass Microsoft Excel einige Werte der CSV-Datei grundsätzlich falsch darstellt, was wir gleich gemeinsam sehen werden. Daher empfehlen wir den standardmäßig installierten Texteditor oder vergleichbare Texteditoren ohne Formatierungsvoreinstellungen. Die Praxis hat gezeigt, dass Microsoft Office-Alternativen wie Libre oder OpenOffice die richtige Abbildung von CSV-Dateien deutlich besser beherrschen und daher eher benutzt werden sollten. In unserem Beispiel haben wir unsere CSV-Datei mit dem Notepad+ Editor geöffnet. Hier können wir uns sicher sein, dass unsere Datei vom Programm wie beim Standardtexteditor nicht umformatiert wird. Auf den ersten Blick sieht unsere CSV-Datei unübersichtlich aus. Aber aufgrund von den gerade erwähnten Argumenten lohnt es sich, sich an diese Ansicht zu gewöhnen. Denn erfahrungsgemäß wird relativ schnell klar, was wozu gehört. In der ersten Zeile und in Anführungszeichen sehen Sie unsere exportierten Felder und im Verlauf des Textes die dazugehörigen Werte inklusive der 13-stelligen EAN-Nummer, die wir hier beispielhaft angelegt haben. Wenn wir die Datei mit Microsoft Excel öffnen, sehen wir, dass das Programm unsere EAN-Zeile falsch formatiert hat. Sollten wir nun die Zeile übersehen, die Datei so wie abgebildet abspeichern und in die JTL-Wavi importieren, haben wir alle EAN-Felder unserer Datenbank unfreiwillig mit den falschen überschrieben. An dieser Stelle kann uns nur ein unmittelbar vorher erstelltes Backup unserer Datenbank helfen, den Fehler zu beheben. Daher empfehlen wir regelmäßig und vor allem vor jedem Import ein Backup Ihrer Datenbank zu machen. Formatieren der CSV-Datei in Microsoft Excel. Sollten Sie trotzdem weiterhin gerne Microsoft Excel nutzen wollen, um Ihre CSV-Dateien zu verwalten, ist es unserer Erfahrung nach möglich, die Zellen so zu formatieren, dass die Information Ihrer CSV-Datei auch originalgetreu dargestellt wird. Um diesen Weg zu demonstrieren, werden wir unsere offensichtlich falsche EAN-Darstellung umformatieren. Dieses Beispiel haben wir der ausführlichen Microsoft Support-Seite entnommen. Den Link dazu finden Sie unten in der Videobeschreibung. Unser Beispiel gilt für die Microsoft Office-Versionen, die nach 2013 veröffentlicht wurden. Unter demselben Link finden Sie ebenso eine Beschreibung für ältere Microsoft Office-Versionen. Nach dem Öffnen von Microsoft Office
klicken wir zunächst auf die Registerkarte Daten und anschließend auf die Schaltfläche Aus Text CSV. Darauf wählen wir im Fenster Daten importieren unsere erstellte CSV-Datei aus. Es erscheint ein Importfenster und wir klicken auf die Schaltfläche Bearbeiten. Innerhalb des Power Query Editors können wir nun unsere EAN-Spalte umformatieren. Hierfür selektieren wir die zu konvertierende Spalte aus, indem wir oben auf den Spaltennamen EAN Barcode klicken. Sobald die Spalte markiert ist, müssen wir über das Dropdown-Menü Datentyp die Auswahl auf Text setzen. Wir bestätigen unsere Auswahl mit der Schaltfläche Aktuelle ersetzen. Hierauf wandelt Excel unsere EAN-Nummer wieder in ihre Ursprungsform um. Anschließend können Sie natürlich weitere Spalten, die von Excel nicht angepasst werden sollen, zum Beispiel die Artikelnummer, auf die gleiche Weise formatieren. Über die Schaltfläche Schließen und Laden gelangen wir schlussendlich in die Standardansicht von Microsoft Excel und können von hier aus die Datei weiter verarbeiten. Dies war das Tutorial zum Thema Exportieren mit JTL Ameise. Ich bedanke mich vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.